Ey Leute, was geht ab? So fange ich normalerweise meine Videos nicht an und das will ich auch gar nicht einreißen lassen, aber letzte Woche kam ja vor der Berlin Convention ein Reaction-Video vom Franz. Ich habe lange überlegt, ob ich da überhaupt noch was zu sage, aber mache ich, weil natürlich vieles falsch verstanden wurde in meinen Dingen. Dutzende oder mehr oder weniger intelligente Kommentare darunter. Und ey, ich war echt dumm. Ne? Ich war so dumm, also so dumm zu glauben, dass irgendeiner von euch versteht, was ich sagen will. Ne? Ich habe überhaupt nichts über Qualität oder Ähnliches gesagt. Und erstmal vorab, Franz, eigentlich mag ich dich. Ne? Ich finde dich cool, du bist ein guter Tätowierer, das habe ich ja schon gesagt. Okay, über den Zahnstocher sollten wir reden, der ist diskutabel, aber ansonsten finde ich dich eigentlich okay. Ja? Was ich dir aber auf gar keinen Fall durchgehen lasse, Franz, ist, dass du der Tattoo-Szene verkaufen willst, dass du durch das Tätowieren, das Massenausbilden von Leuten irgendetwas für die Tattoo-Szene zurückgibst. Das tut ihr nicht. Ihr, die die Tattoo-Schulen betreibt, nicht nur du, Franz, ganz klar, ihr erweist der Tattoo-Szene eigentlich in meinen Augen einen Bärendienst. Und zwar jeder, der eine Tattoo-Schule betreibt. Meine persönliche Meinung. Und ihr macht das auch nicht aus Samaritergründen oder irgendwelchen Dankbarkeiten für die Tattoo-Szene. Ihr macht das wegen der Kohle. Ihr macht das für eure Schulen und für euren Geldbeutel, aber nicht für die Tattoo-Szene. Ja? Und du, Franz, hast gesagt, du müsstest nicht beweisen, was du der Tattoo-Szene oder deiner Tattoo-Akademie zurückgibst oder mit der Tattoo-Akademie. Das darfst du nicht vermischen. Warum du was für deine Akademie tust, das wissen wir. Und für die Tattoo-Szene tust du durch die Akademie aber nichts. Das erkläre ich aber später noch, warum ich das so sehe. Ja? Dann sagt es aber auch klar und deutlich und versteckt euch nicht hinter irgendwelchen Floskeln oder Beweggründen, die Leute. Dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Und jetzt, bevor jetzt wieder irgend so ein Shitstorm über mich kommt oder ich betreibe den Supply, damit ich damit Geld verdiene. Ja, Punkt aus. Dann sage ich es auch so. Ja? Was ich danach mit dem Geld mache für die Tattoo-Szene ist eine Sache, aber ich betreibe den Supply, um damit Geld zu verdienen. Ja? Ich verstehe eure Beweggründe für eure Tattoo-Schulen, verstehe ich auch einfach nicht. Ja? Was außer der kurzfristigen Kohle erwartet ihr euch davon? Ist das ein Ego-Ding oder hofft ihr dadurch Anerkennung zu bekommen? Also von den Teilnehmern kriegt ihr Anerkennung, das ist ja klar. Ne? Aber darüber hinaus, was erwartet ihr darüber hinaus? Dass ihr irgendwann ein Denkmal dahingestellt bekommt und was ist es außer der verdammten Kohle? Ja, mehr Tattoo-Kunden? Eben nicht, nein. Verdammt nochmal nein, es werden weniger. Und ich kann euch das auch gerne vorrechnen. Der Überschuss an Tätowierern, der ist längst da. Dann müsste dem Franz, mir und auch allen anderen, die tätowieren, auch die frisch angefangen haben, längst klar sein. Ja, das ist Fakt. Und jeder, der von euch ein bisschen mehr als Singen, Tanzen und Klatschen in der Schule hatte, müsste das auch schon längst nachvollziehen können. There's no way, dass die Zahl von Kindern oder Kunden, die 18 werden und damit Tattoo-Kunden werden, oder der 35-jährige Banker, der auf einmal Tattoos in seinem Leben total geil findet und nach 6 Monaten zugehackt ist, there's no way, dass die Zahl noch mal größer wird als die Zahl an Tätowierern. Das wird es nicht mehr geben. Das ist vorbei und das ist eine Milchmädchenrechnung. Und das ist nicht nur meine Meinung oder die von ein paar Tätowierern, zu dem Entschluss ist sogar die Bundesregierung gekommen. Weil während ihr nur tätowiert habt, haben wir von den Verbänden DOT, UETA, BVT, haben wir in den letzten 10 Jahren versucht, den Beruf Tätowierer auf die Beine zu stellen. Da einen Beruf draus zu machen, dass wir Anerkennung kriegen und andere gute Sachen, die mit dem Beruf einhergehen. Erstmal so einen Beruf aufzustellen, das war uns vielleicht auch nicht so bewusst, kostet 25 Millionen Euro, weil der Norden, Süden, Osten, Westen in Deutschland abgedeckt werden muss. Wer lehrt, wer prüft, wer nimmt Prüfungen ab und. Aber alles war okay, aber es ist daran gescheitert, dass die Bundesregierung keine Marktsicherung garantieren konnte. Ja? Weil die gemerkt haben, dass der Trend von Tätowierungen abflaut, die Tätowierer wie Pilze aus dem Boden schießen
und null Marktsicherung gegeben ist. Ja, das heißt, wenn wir 500 Tätowierer ausgebildet hätten, hätte die Bundesregierung nicht sicherstellen können, dass die in 5 Jahren noch davon leben können. Und genau das habe ich wiederholt oder versucht euch rüberzubringen und versucht euch zu erklären. Es ist keine Marktsicherung da und der Überfluss ist da. Das kann jeder nachvollziehen. Und davon rede ich, Franz. Ich rede nicht von der Qualität von Tattoo-Schulen. Ich rede nicht von dem, dass deine Leute da lernen oder in anderen Tattoo-Schulen. Natürlich, du bist ein guter Tätowierer. Dann haust du auch gutes Zeug raus und kannst auch gut erklären. Ja, aber das führt früher oder später ins Aus. Punkt. Das ist meine Meinung. Ja, und dann wurde ich dann auf einmal als Hater bezeichnet oder derjenige, der mit dem Finger auf andere zeigt, obwohl ich zu der Qualität gar nichts gesagt habe. Nicht ein Wort, sondern nur die Tatsache, das. Und dann müsst ihr das auch so verstehen. Und wer dann glaubt, dass ich mit der Aussage, der in Zukunft wahrscheinlich nichts mehr zu arbeiten habe, irgendwas mit der Qualität gemeint habe, der hat wirklich nichts verstanden. Natürlich lernt man beim Franz was, weil er ist ja auch ein guter. Aber jeder, und das sage ich aus meiner Erfahrung, der neu tätowiert, hat natürlich erstmal was zu tun. Ja? In seinem Freundeskreis, in seinem Familienkreis und so weiter. Wovon ich aber rede, ist ja nicht der Zeitraum oder die Zukunft bis 3 Wochen vor Weihnachten, sondern ich rede von den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und da wird es eng, Leute. Da bezweifle ich, dass dann alle Tätowierer, die es bis dahin gelernt haben, noch Arbeit haben. Dann kommen nämlich die Überschneidungen mit anderen Tätowierern, die Vermischung von Kundenkreisen und das Konkurrenzdenken kommt bei euch auch, dass ihr jetzt auf einmal anderen vorwerft. Komischerweise möchte auch jeder, der Tätowieren erlernt hat, dass hinter ihm die Tür geschlossen wird. Ja? Das beobachte ich schon seit mehr als 2 Jahrzehnten. Dass immer die gerade in die Tattoo-Szene gekommen sind, die es gerade gelernt haben, möchten, dass nach denen Schluss ist. Ja? Ey Leute, genau das ist Neid und Missgunst. Immer ich zuerst und ich noch und nach mir dann bitte niemand, damit ich noch genug zu tun habe. Also, ich weiß nicht. Ich habe alles schon mehrfach erlebt. Ich bin seit 39 Jahren dabei und ich denke, ich kann mir da ein Urteil und auch eine Meinung drüber bilden und die auch laut sagen. Dann hätte ich noch gerne zu ein paar Kommentaren, ich werde nicht auf jeden Kommentar eingehen, der da drunter geschrieben worden ist, zu der Frage, wer ich denn sei. Ich bin derjenige, der euch erzählt, wie es war. Ich bin derjenige, der euch erzählt, wie es ist. Und ich bin derjenige, der euch erzählt, wie es wahrscheinlich sein wird. So, ich mache das gar nicht hier, um mich zu streiten. Ich mache das hier, weil ich weiß, dass es da draußen eine Menge gute Tätowierer gibt, die mit mir versuchen, unseren Scheiß hier noch so ein bisschen zusammenzuhalten. Dazu gehört aber auch, dass wir mal Klartext reden und nicht irgendeine Show abziehen, egal in welche Richtung. Und ich würde mir wünschen, Franz, dass du das sogar mit mir machen würdest. Und allein der Titel von deinem Reaction-Video, Abrechnung mit der Tattoo-Szene. Alter, du bist Teil der Tattoo-Szene. Ja? Du musst nichts abrechnen mit der Tattoo-Szene. Dann rechnest du ja mit dir selber ab. Du bist Teil der Tattoo-Szene. Aber lass uns innerhalb der Tattoo-Szene mal Tacheles reden und Klartext. Dann kommen wir auch weiter. Ja? Und unter Klartext verstehe ich halt auch, dass ihr redet immer von Fame und von Respekt und Respekt? Leute, Respekt? Ich sage euch mal was. Ihr sagt immer, die alten Herren und wir müssten uns weiterentwickeln, bla bla bla. Wenn wir alte Herren nicht gewesen wären, tja, wie sage ich es jetzt ohne mich, hätten wir das Ganze in der Vergangenheit nicht nach vorne getrieben und hätten wir alte Herren, Franz, uns nicht um die Gesellschaftsfähigkeit von Tätowierungen bemüht und dafür gekämpft, als ihr noch gar nicht geboren wart, viele von euch, dann wärt ihr heute gar keine Tätowierer. Ihr hättet noch nicht mal die Möglichkeit, Tätowierer zu werden. Und auch das ist Fakt. Ja? Und dann rennen wir aber nicht mit rum und sagen, ihr seid nur da, weil wir vorher blöd sind. Aber Respekt ist, dass ihr es nicht vergesst. Leute wie meine einer, die noch leben
Und Leute, die nach uns kommen in 20, 30 Jahren, von denen erwarte ich dann auch, dass die nicht vergessen, beim Franz gelernt zu haben, zum Beispiel. Das ist Respekt und das möchte ich. Der Überfluss ist doch schon längst da. Unsere ganze Tattoo-Szene wird kaputt gemacht. Ich habe über die Finanzgesellschaften schon gesprochen. Alles wird verkommerzialisiert. Der Ausverkauf findet statt und die Tattoo-Schulen sind ein Teil davon. Nur darüber wollte ich sprechen. Ich bin vom Haten so weit entfernt wie von langen blonden Haaren, glaub's mir. Aber ich mag es nun mal nicht, wenn man wegrennt, wenn es gerade ungemütlich wird. Und ich bin auch nicht dafür, wenn nicht offen und ehrlich kommuniziert wird. Mich als Patriot hier aufspielen möchte ich auch in keinster Weise, sondern ich vergesse nicht, wem ich was zu verdanken habe und welche Möglichkeiten man mir gegeben hat. Und dazu gehört nun mal auch dieses Land. Genau dazu braucht man Rückgrat und auch Prinzipien. Und ich denke, dass ich die habe. Und Franz, ich lasse nicht in China produzieren, ich produziere in Asien. Ja? Und zwar, weil dort die weltweite Nadelindustrie ist. Sowohl für Tattoo-Nadeln als auch für Akupunktur und auch den kompletten Medizinbereich. Genauso wie in Malaysia die weltweite Handschuhindustrie angesiedelt ist. Das ist der Grund, warum wir alle in Asien produzieren. Aber ich tue es in meiner eigenen Firma. Wir stellen sogar unsere eigenen Rohnadeln her. Wir schleifen die selber, bevor wir die zusammenlöten für euch da draußen. Alles nicht gewusst? Dann ist dein Research wohl auch nicht so gut gelaufen, wie du es von anderen erwartest in deinem Reaction-Video. Ja? Fazit, Leute, hier geht es um nichts Persönliches. Ich mag den Franz, habe ich gesagt, ich mag die Arbeiten. Wie er schult, ist vom Hörensagen auch gut. Ich werde einen Teufel tun und sagen, ist schlecht oder gut, weil ich war selber nicht dabei. Ich habe Gutes gehört. Also auch das soll gut sein. Und ich greife auch niemanden persönlich an. Ich rede ja vom Großen und Ganzen. Ich rede von der Zukunft unserer Branche und ich stelle halt auch brisante Fragen. Franz, ich hätte auch Bock, hier mit dir darüber zu diskutieren. Also komm rum. Erzähl mir deine Sichtweise, ich werde dir meine erzählen, unverblümt, aber ohne Show, ohne deine Schule zu bewerben, ohne meinen Supply zu bewerben, einfach straight mal Tacheles reden. Komm rum, Tür steht offen, ich würde gern mit dir quatschen. Wenn du Zeit hast und Bock hast, dann mach das. Ich war am Wochenende, noch was anderes jetzt, ich war am Wochenende in Berlin auf der Tattoo Convention und habe da den Manfred Kors getroffen. Den habe ich zu Hardboiled eingeladen. Manfred hat bereits Mitte der 70er Jahre tätowieren gelernt, also noch 10 Jahre vor mir, und zwar vom Sammy Streckenbach in Frankfurt, vielen Älteren noch ein Begriff. Und Manfred hat sich also unzähligen Ausstellungen, Fundstücken und Raritäten der Tattoo-Szene gewidmet, über die er auch sicherlich viel zu erzählen hat. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Ich hoffe, er folgt meiner Einladung und ich kann ihn hier bald als Gast begrüßen. Was kommt hier noch? Es wird jetzt noch ein Produktvideo über die Stencil-Kopierer kommen mit einer weltbewegenden Neuheit, was die Folien angeht. Seid gespannt. Dann das nächste Video wird mit Gästen auf der Kaiserstadt Tattoo Expo in Aachen gedreht, und zwar am Freitag, helft mir, was ist das für ein Datum, was war das, der 20. Ne? 20.09. um 6 Uhr, seid live dabei, wenn ihr da in der Nähe seid. Da darf ich dann den Olaf Lobe aus Düsseldorf begrüßen, den Micha von Pretty in Ink in Köln und den Peter Hilgers aus der Tintenmanufaktur aus Aachen. Verschiedene Stile, verschiedene Altersgruppen, mit Sicherheit auch verschiedene Ansichten, was das Tätowieren und die Tattoo-Szene angeht. Mal eine Ausnahme mit 3 Gästen gleichzeitig. Und ja, seid nicht immer böse, diskutiert auf einer gesunden Ebene mit Respekt und dann kommen wir auch alle in der Tattoo-Szene weiter. Ich freue mich auf eure Kommentare.